Ja, Sibylle. Halt mal einen Gegenschlag machen mit Buff. Warum nur einer aufgetaucht ist. So, zack, die können auch mal dahin. Ich bin ja hier ganz am Anfang im Ausgang oder wo? Ja, ne? Sind halt komplett verwirrt, die da hinten. Oh. Moment, wo bin ich? Wo ist der Zipfel da? Da oben ist ein Ausgang. Da ist ein Ausgang. Ich muss da irgendwie hin. Hier war ich noch nicht. Das ist eine Falltür. Mal so. Das ist auch eine Kackfalltür. Wie bin ich denn da hingekommen? So, von hier oben mich runtergefallen. Kann ich mich da runterbeamen? Das wäre mal interessant. Ja, ich kann ihn da runtersetzen. Scheiße, laden. Das ist nach oder bevor der Teleportation? Die Kackleit habe ich vergessen. Oh, bitte, bitte, bitte. Stand ich doch davor. Da bin ich zum Wegpunkt gegangen, ich erinnere mich. Traurig, traurig. Schon zu spät, okay. So, hier haben wir alles. Ich habe alles identifiziert. Ja. Das, hier habe ich noch nicht.
nicht, aber sonst habe ich alles. Ab in die Höhle. So, hier muss ich kurz irgendwie in die Mitte laufen. Hier, glaube ich, war das, ne? Nee. Was war denn das jetzt? Da. Da muss ich hin. Oder? Hey, da. Hä? Da. Irgendwas anderes. Lauft mal hier schön zu mir. Dann kriegst du einen Schlachtfeldstampfer. Kröpplungsschlag. Und dann kriegst du Sibylle. Stufenaufstieg. Ja, direkt mal gucken, was es gibt. Oh, es gibt hier. Ja, auch groß und größer und besser machen, ne? Größer und besser verfügbar ein. Nein. Verfügbar 4. So, jetzt kriegt er eine Konstitution und 3 Stärke. Fein. So, und jetzt, wo ist diese Leiter? Wo die Leiter, die müsste hier links sein, da ist das Schiff. Ach ja, gut, dass ich darüber gebeamt habe. Ja, Klappe speichern. Und dann den Weg nach oben antreten. Grüß Gott. Were you not required, I would feast on you, slave. Hallo. Ich ziehe schon mal auseinander. Die kann auch weg. Ach, ist ja egal, wo die ist. So. You made it all the way here, you creeping little maggots. Du. Have you wriggled up to bow to me? Direkt mal dahin. As Du gehst Lohar sent dahin. you to beg forgiveness Du for his platzierst sins. dich bitte hier oben, wenn das möglich ist. Und du redest weiter. Ihr seid ja und hat euch geschickt, damit ihr um Vergebung. Nein. My lord had faith. He came to me when Lohar failed the queen. And as a reward for my service, he has granted me his favor. He has granted me Mord Akheim. You will learn nothing. My lord has granted me power. I will never answer to another. You might not bow to me in this life, but maybe you'll bow to him in the next. Toll. So viel dazu. Kommt sogar zu mir, das ist ja nett. Dann kriegt er mal einen Verkopplungsschlag. Eine ganz normale Schelle. Wo will der hin? Mach ich das jetzt schon? Erstmal gucken. Aushalten.
Zug beenden. Erhöhte Position. Hallo. Oder? Gut, dann ein Feuerball. Mal anspringen. Er ist zu weit entfernt. Und drehen wir mit einer schönen Pfählung. Upsi. Aha. Gut, hätte ich das gewusst, hätte ich den zuerst umgehauen. Das sieht leider nicht. Der Treffer, ja. Leider mal zu der ganz schnell. Da dran. Was? Jetzt brennt er. Zu beenden. Ein bisschen vergiften. Und verwickelt ist er auch. Der wird angestürmt. Niedergeworfen. Plattgetreten. Nochmal plattgetreten. Nichts Gutes macht die. Wir können dahinter gehen für einen. So, er ist dran und schmeißt hier eine schöne Feuersalve, die nicht getroffen hat. Was kann er noch? Er kann, Weg ist unterbrochen. Wieso ist der Weg unterbrochen? Gott. Ja, da musst du wohl dahin laufen. Pff. Lächerlich. Ach, das bleibt da auch noch kleben. Da liegt er wieder. Eine Verkrüppelung obendrauf. So, beenden. Schade nicht, ne? Blendet, betäubt, verkrüppelt, krüppelt, zu beenden. So, ein Blitzangriff. Und jetzt kommt das Ende durch Sibylle. Please! No! Mercy! Mercy! Oh, The Master Sorcerer throws up his pocked, cracked arms to defend himself as you step forward. The undead dwarf looks quickly over its shoulder, his gaze darting from shadow to shadow. Of course! Of course! Anything! Just name it! What?
source? The skeleton slowly lowers his arms, staring at you in disbelief. Of course. You're God-woken. You seek power. Ultimate power. And I worried we could not find common ground. Yes, God-woken, I can teach you. If you swear you won't banish me to the afterlife. Praise be. Very well, God-woken. Listen carefully. Source and void, day and night, love and hate. One is meaningless without the other. To grow your source, to achieve your potential, you must embrace the void. The grinning skeleton reaches into the folds of his robes and pulls out a small black mass. It's covered in veins and oozing pus. Here, God-woken. Take a bite. The finest meal you'll find in this cave. Ach du The Scheiße. heart of a void-woken. Your god stirs, pushing you to eat it. Do not fear, a voice whispers. Do what must be done. Perhaps not the most appetizing thing around, but if you truly want to channel more source. The Okay. skeleton extends his arm, jiggling the heart towards you. Warum verliere A ich glob eigentlich of immer dark die yellow Energie? pus oozes through the bones of his palm and drips to the ground. The thick pus explodes into your mouth, coating the back of your throat. You can feel it running down your throat like rancid custard. You start to retch, your body struggling to reject this intruder. But your teeth clamp down hard on the fibrous, gritty flesh as you force yourself to chew and swallow. Deep within you, you feel something change. Your soul opens up, and you feel it swell as new channels for source start to flow through you. You swallow all you can, and despite the meat in your stomach, you feel a new space inside you. A There, I held up my end of the bargain. I did as you asked. And now I'm getting as far from this cave as my bones will take me. Mordus looks at you in alarm. God's graves, please be quick. I had no choice. They wanted to destroy the death fog. They haul barrels of the greatest weapons in the world off a ship and then decide to throw them in the ocean. We couldn't let it happen. We needed it. So I took control. Ah! The Queen! It's the Queen! She saw what Death Fog did to the Black Ring. She saw it destroy the Elven Forest. She said the dwarves needed power like that. And he told me to make sure she got it. He told me to ensure they got to... Wer er? Welche Königin? Arcs. The barrels were going to Arcs. I can't. He'll hear. He'll know. He'll find me. He'll come. You can't help. No one can help. If he makes up his mind, nothing can protect you. I can't tell you. Mordus takes a step back, looking about in half-crazed panic. I can't. I can't. Not now. It's too late. It's all too late. The dwarf sets his jaw and firmly refuses to speak until you ask him something else. The power gifted to me. The power of Mordecai. The power to bend the feeble-minded to my will. And so much more. It was a gift from... It was a gift. Wenn er dir nicht sagt, was er versteckt, brichst du ihm den Arm. What? No, I can't.
You grab the dwarf's old brittle arm and follow through with your knee. There's a dry snapping sound as the crumbling bone cracks and gives way. Ah, nicht meine Art. No! Stop! Stop! I beg you! I'll tell you! You relent, and the dwarf stumbles back, cradling his fractured arm and whimpering. It's him! The one the seven rejected. The god. The dwarf is interrupted by another crack. You see his femur has developed a break. The fracture spreads, shearing the bone in two. Mordus stumbles to the ground, oddly silent. He looks up, and you see that his jaw is cracked, broken, and falling to pieces. Fissures are starting to run across his skull, and his ribs start to snap and fall one by one. Mordus tries to raise his remaining arm to his head, splaying his fingers wide, but the digits are viciously snapped off by some unseen force. Fuck. You hear the tiniest whimper from the skeleton before his face caves in, as if smashed with an invisible mace, and the body lies still and silent. Incredible. I've never felt so alive. Ich muss nochmal Geistersicht machen. Er ist weg. Ist einfach weg. Okay, was haben die zu The thought sagen? of Deathfog gives you pause. A weapon like that should give everyone pause. A weapon of untold destruction? And you use this against your own kind, knowing it ends their existence? How efficient. This scourge, this destroyer of my people should be wiped from the face of the earth. Er ist zu weit weg. Naja, er hat schon. Okay. Wird hier einmal kurz gelootet. The ghost turns to you, her finger urgently pointing towards something unseen. Silent lips move, issuing an urgent, unheard plea. Your hands merge together, your world twisting. Looking down, you see you're holding a barrel marked with a fatal warning. Death fog. A cart contains many barrels more, recovered from a wrecked ship. The room is filled with voices, cracking jokes and swearing oaths as you go about unloading the cart. But somewhere, in the hum of voices, one cuts through the rest. Stop, it hisses. Do your duty. You lift up the death fog, and, fighting against every step, you walk back to the cart. You pass a dwarf, struggling against the voice and winning, but you crack his skull with a barrel in your hands. One by one, the barrels are loaded again, and the cart departs. As it trundles out of the cave, the voice returns, "Come, come to me," and you feel your feet carrying you into the cavern's darkness. Oh yeah. Was haben wir denn jetzt hier? Befehlmeister. Alles nehmen. Dank eines feigen und uns Herzen namens Mordus beherrsche ich meine Quellenkraft auf ungeahntem Niveau. Schon bald werde ich mein Schicksal erfüllen. Das hat wenigstens geklappt. Wir haben noch mehr Quellenpotenzial erschlossen. Wir sollten das Ritual der Gott erwecken erneut abschließen, um mit unserer Mission fortzufahren. Der Magister hat sich als Jorjan vorgestellt. Er bat uns, eine dämonische Ex zu töten, die der Advokat genannt wird und sich irgendwo auf der Blutmondinsel aufhält. Mordus verriet uns, dass sich der Todesnebel zwar eine Zeit lang in den Höhlen befand, mittlerweile aber nach Arx geschmuggelt wurde. The ghost stares down at his broken, twisted body, a look of glum resignation on his face. It ain't a pretty way to go. Mind you, could be a damn sight better than whatever Lohar would have done if he'd got his hands on us. Mind control or no, he'll be livid when he finds out what we did. Ja. Er weiß, aber davon erfährt, ne?
Meine Lieben, ihr habt hier eine kleine größer und besser kriegt er. Und er bekommt Vergeltung. Und er bekommt daraufhin 1, 2, 3. Er hat schon beides. Was kann er denn noch? Gelegenheitsangriffe, das ist doch gut, ne? Ja, einmal eine zusätzliche kritische Chance zu erhöhen. Oh ja, das. Zack, und Konstitution einen und einen. Sie hat noch nicht das Wunderkind. Kommt noch ein auf Dieberei. Und auf Vergeltung. Verfügbar 2. Finesse. Ja, Konstitution, Finesse. Na, dann wollen wir mal sortieren nach. Zuletzt aufgehoben. Es gibt das hier. Sie braucht das nicht, aber er sieht so aus, ne? Guck mal. Was hat er denn da noch hängen? Das wird jetzt ausgetauscht. So. 500 Stärke 12, da hat er was Besseres, ne? Ja. Ein Krug. Verziertes Gesangbuch. Die elegante Schrift auf den Seiten dieses Buchs nimmt dir den Atem, doch du hast nicht das Gelehrtenwissen, um sie entziffern zu können. Unter jeder Strophe findet sich ein Stab, den du für eine Musiknotation hältst, doch auch ihn verstehst du nicht. Weg. Als Enzyklopädie Felsen der Zeitalter. Hubert behandelt hier die Macht gewisser Quellenmagier, die Erde unter ihren Füßen zu manipulieren. Ja, das kenne ich schon. Einmal den legendären Gürtel. Ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Vergeltung, tauschen, führen. Zack. Schleichen, ja. Was wäre noch für ein Gürtel? 21. Ja, dauert. Okay. Dann war es das hier erstmal in der Höhle.